Anfang, wenn du deine Mail bzw. deinen FunnelSpot-Account einmal bestätigt hast und dich eingeloggt hast, dann findest du quasi diese Übersicht einmal. Und in diesem Video möchte ich dir einmal ganz kurz mit durchgehen, wo du welche Funktion findest, wo du mit was am besten arbeitest. Das bedeutet, wo du beispielsweise deine Landingpages erstellst, wo du dein E-Mail-Marketing einrichtest, wo du später deine Automation vielleicht hinterlegst, Kurse und so weiter und so fort. Also einmal so eine grobe Übersicht, wo du welche Funktion einmal findest, damit du möglichst schnell durchstarten kannst. Ich werde in diesem Video nicht auf jedes kleine Detail eingehen, weil es zu den einzelnen Details auch nochmal separierte Tutorial-Videos gibt, die du ebenfalls in der Datenbank bei uns findest. Aber es soll dir einfach mal so einen Überblick geben, damit du relativ schnell weißt, okay, da finde ich das und das bedeutet, oder dieser Reiter bedeutet quasi jenes. Darüber möchte ich einmal mit dir sprechen. Außerdem werde ich dir zeigen, wo du Support findest, wo du dir Support holen kannst. Aber damit wir jetzt keine Zeit verlieren, starten wir direkt einmal rein. Wenn du dich eingeloggt hast in deinem FunnelSpot-Account, dann siehst du hier wahrscheinlich einmal das Dashboard, das standardmäßig bei dir einmal erscheint. Und dieses Dashboard, da auf der linken Seite findest du auch den Reiter, kannst du nach deinem Belieben einmal anpassen. Dazu gibt es natürlich auch Tutorials, was wir zum Beispiel aus der Best Practice Erfahrung als sinnvoll erachten. Aber du hast hier komplett freie Wahl und dazu gibt es natürlich auch Tutorials. Dann findest du auf der linken Seite den Reiter Kalender. Hier findest du später alle Termine, wenn sich jemand über das Terminbuchungstool einen Termin gesichert hat. Den findest du einmal hier in der Übersicht, aber natürlich findest du das auch separiert, wenn du es eingestellt hast, in deinen privaten Kalender. Wie du das machst, findest du auch Tutorials dazu. Außerdem findest du hier eine Terminlistenübersicht. Also wenn du jetzt sagst, die Kalenderübersicht ist mir ein bisschen zu unübersichtlich, weil ich weiß, ich habe erst jemanden in 2 Wochen, dann kannst du hier schauen, mit wem habe ich in 2 Wochen. Also hier werden dann deine nächsten Termine angezeigt. Das einmal dazu. Dann gibt es den nächsten Reiter, der nächste Reiter Kontakte. Hier findest du prinzipiell alle Kontakte, die du über Marketing gesammelt hast. Also hier findest du alle deine Leads, die du mit E-Mail-Marketing bespielen kannst. Und hier gibt es auch verschiedene Thematiken. Du kannst zum Beispiel sagen, intelligente Listen und wie du diese anlegst und verwaltest. Auch dazu gibt es verschiedene Tutorials. Aber wenn du zum Beispiel hier auf All gehst, dann siehst du, werden hier erstmal per se alle deine Kontakte angezeigt, wenn du sie später hinzufügst. Wir haben hier auch Massendatenaktionen. Also je nachdem, was du ausführst und was du machst, kannst du in der Vergangenheit schauen, okay, was wurde irgendwie wie importiert, was wurde exportiert, von wem wurde das gemacht und vor allem auch, war das Ganze erfolgreich, und du kannst dir hier auch nochmal Statistiken dementsprechend anschauen. Das dient dir meistens letztendlich dazu, um einfach gewisse Prozesse im Nachgang zu analysieren, wenn du beispielsweise Daten importiert hast oder exportiert hast. Hier gibt es außerdem den Aufgabenreiter Kontakte zurücksetzen. Das wäre zum Beispiel, wenn du Kontakte gelöscht hast und sagst, oh, das war aus Versehen, dann kannst du diese hier wieder herstellen. Du kannst aber auch Aufgaben zuweisen. Das bedeutet, du könntest hier ein komplettes Taskboard für dich und deine Mitarbeiter machen, die jetzt beispielsweise in Bezug auf Kunden oder potenzielle Interessen Aufgaben haben. Du kannst aber auch hier Unternehmen verwalten, wenn du beispielsweise eine Person hast oder beziehungsweise mehrere Leads aus einem Unternehmen hast, dann kannst du die hier auch zusammenfügen. Außerdem kannst du die sogenannten intelligenten Listen hier einmal verwalten und du kannst hier über die Einstellungen kannst du auch nochmal neue Felder hinzufügen. Also wenn du beispielsweise spezielle Tags brauchst, spezielle Anforderungen oder du sagst, mir fehlt gerade ein standardmäßiges Feld, das ich aber super gerne hätte, dann kannst du das hier über dieses Einstellungsrädchen machen, kannst hier dann ein Feld hinzufügen, sodass das in Zukunft bei allen neuen Kontakten mit abgefragt wird. Damit sind wir auch schon durch. Jetzt widmen wir uns dem Thema Marketing. Wenn du auf das Thema Marketing klickst, dann landest du als allererstes im Thema E-Mail-Marketing. Du siehst hier als allererstes deine kompletten Übersichten, also als allererstes die Statistik. Im zweiten Schritt kannst du hier Kampagnen planen. Das bedeutet, du kannst hier eine neue Kampagne komplett von Null starten, aus deinen eigenen Vorlagen oder einfach prinzipielle E-Mail-Marketing-Vorlagen verwenden und kannst hier dann zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt einen Newsletter heraussenden und einen Newsletter versenden. Dann gibt es den Vorlagenreiter, da siehst du schon mal das, was wir dir mit reingelegt haben. Beispielsweise für den Lead-Magnet-Funnel siehst du dann hier die kompletten Follow-up-Mailings, musst die quasi nur noch anpassen bzw. kopieren und anpassen und hast hier alles, was das E-Mail-Marketing, alles, was mit dem Versenden von E-Mail
zu tun hat, findest du hier. Du kannst über die Kampagnen auch beispielsweise planen, du kannst aber vielleicht auch über die Kampagnen kannst du rückwirkend, findest du hier auch, wenn du was versendet hast, auch nochmal Statistiken und Co. Dann gibt es die sogenannten Ausschnitte und die Ausschnitte sind quasi Snippets. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel immer wieder irgendwie was hast, wo du sagst, okay, das füge ich eigentlich in sehr, sehr vielen E-Mails hinzu, wie beispielsweise unten das Impressum in einer Mail. Dann findest du das hier, wenn du das einmal angespeichert hast, angelegt hast, und du kannst hier natürlich dementsprechend auch Snippets hinzufügen für deine E-Mails. Außerdem kannst du hier Countdown-Timer errichten, die auf ein spezielles Event zielen und die du dann komplett synchronisiert einmal auf deine Landingpages packen kannst, aber auch auf deine E-Mails oder in deine E-Mails implementieren kannst, wenn du beispielsweise eine Promo-Aktion hast oder eine Dringlichkeit letztendlich hinterlegst. Dann haben wir hier sogenannte Trigger-Links im nächsten Reiter und diese Trigger-Links, die sorgen letztendlich dafür, dass eine Aktion danach ausgeführt wird. Das bedeutet, du kannst hier Links hinterlegen, die beispielsweise auf deine Webseite führen und dann das aber auch genauer tracken. Das bedeutet, wenn jetzt jemand auf diesen speziellen hinterlegten Trigger-Link klickt, dann kannst du zum Beispiel eine Automation im Hintergrund starten oder einen Tag hinzufügen oder sonstiges, aber das System braucht einmal diese Information, okay, hier muss ein Triggerlink entstanden sein. Und dann gibt es hier außerdem deine Markenboards, dein Brandboard. Und hier kannst du zum Beispiel deine eigenen Farben einmal hinzufügen. Auch dazu gibt es Tutorials, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich weiß, ich arbeite immer wieder mit meinem Corporate Design und möchte das nicht immer neu anlegen. Auch das kannst du hier machen. Und dann gibt es ganz, ganz neu den Anzeigenmanager. Da gibt es weitere Updates, sobald es darum geht. Aber hier findest du zum Beispiel alles zum Thema E-Mail-Marketing. Im nächsten Reiter findest du alles zum Thema Automatisierungen. Das bedeutet, du siehst hier einmal deine bestehenden Workflows, du siehst, was du vielleicht gerade veröffentlicht hast, was du gebaut hattest, du siehst verschiedene Ordner, die wir dir vielleicht schon reingeladen haben und Co. Und hier kannst du zum Beispiel all deine Automationen einmal starten und kannst zum Beispiel sagen, okay, hier baue ich meine Automatisierungen, wenn Thema XY passiert, dann soll das passieren. Ähnlich wie in anderen Automatisierungsprogrammen. Dann findest du beispielsweise unter Funnel alles, was im Außen zu sehen ist. Ich glaube, das ist relativ leicht zu merken. Alles, was unter Funnel findet, sehen quasi immer wieder deine Kunden. Marketing ist das, was deine Kunden erhalten oder potenziellen Kunden erhalten, und Funnel ist das, was im Außenauftritt zu sehen ist. So kannst du jetzt beispielsweise unter Trichter deine Landingpages bauen. Du kannst deine Webseiten bauen. Du könntest eine Webinarseite bauen. Du könntest Analytics ansehen von deinen ganzen Seiten. WordPress kannst du implementieren. Dein Kundenportal für deine Online-Kurse kannst du hier einstellen und dementsprechend gestalten. Du kannst deine Formulare, also wenn du nur sagst, ich möchte ein Formular einbetten auf meiner Webseite, so dass die Leute direkt in meinem CRM-System landen, kannst du das hier machen. Du kannst hier Umfragen erstellen, du kannst Quizzes erstellen, du kannst QR-Codes erstellen. All das ist für dich hier einmal möglich unter Funnel. Mitgliedschaften ist der nächste Bereich und hier findest du zum Beispiel das Anlegen von Kursen. Also hier gibt es zwei Reiter. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte jetzt einen Kurs erstellen und den dementsprechend hosten, dann gibt es diesen Reiter hier. Und wenn du sagst, ich möchte eine Community erstellen, dann gibt es diesen Reiter und das findest du unter Mitgliedschaften. Also alles das, wo sich deine Kunden aufhalten. Der Media Storage ist quasi deine Datenbank, also deine Datenbank von Bildern, von Inhalten, von Kursen, die du teilen möchtest. Du kannst das wirklich wie ein Google Drive Ordner nutzen, nur mit dem Unterschied, dass du Bilder dann direkt auf deiner Landingpage einbetten kannst. Das bedeutet, du kannst hier deine Logos hochladen, Bilder für deine Landingpage, Bilder für deine Webseite und findest das dann dementsprechend auch immer wieder hier und kannst auch die Sachen einmal verwalten. Deine ersten Schritte, das ist wahrscheinlich das, wie du hier gelandet bist. Dementsprechend erkläre ich das gar nicht mehr. Aber im Endeffekt landest du hier dann auf einer Seite, wo dir nochmal wirklich die 5, 6 wichtigsten Schritte beigebracht werden oder gezeigt werden, damit du auch wirklich den perfekten Start mit FunnelSpot einmal hinterlegen kannst. Dann gibt es die Community. Wenn du auf die Community klickst, dann landest du einmal in unserer FunnelSpot Community, wo du dir technische Hilfe holen kannst, wo du dich austauschen kannst mit anderen Unternehmern, Selbstständigen und Co., wo du deine Zusatzinhalte
wie beispielsweise eine KI Masterclass und Co. über diesen Reiter hier oben rechts über die 9 Punkte unter Kurse findest und dort alles siehst, was dir freigegeben wurde. Also hier steht wirklich der Austausch im Vordergrund. Der nächste Button, den wir einmal haben, ist der Support-Button. Hier findest du unsere komplette Wissensdatenbank. Alle Tutorials, die wir haben zu den verschiedenen Bereichen, die landen hier und die findest du dann dementsprechend auch hier. Hier gibt es schon extrem viel und hier kannst du, ohne uns zu kontaktieren, du kannst uns jederzeit gerne kontaktieren, aber hier kannst du auch schon viele Sachen einfach umsetzen, weil wir da einfach die Best Practices auch schon mal zeigen. Du kannst hier oben rechts auch zum beispielsweise suchen und sagst, okay, ich möchte meine Domain verbinden. Also ich möchte meine Domain verknüpfen und dann eigene Domain verknüpfen. Oder du kannst auch einfach mal schauen, wenn du nur Domain eingibst, was dann letztendlich passiert. So fügst du eine Domain hinzu, Domain-Weiterleitung und hier findest du dann dementsprechend schon ganz, ganz viele Informationen. Außerdem gibt es die Live Q&A-Sessions. Die Live Q&A-Sessions sind quasi unsere Technik-Live-Calls, bei denen du live mit dazukommen kannst. Montag, Mittwochs jeweils um 17 Uhr und freitags um 11 Uhr, bei denen wir wirklich uns deine Herausforderungen angucken, deine Technik-Issues, wenn du dort welche haben solltest und wirklich gemeinsam mit dir daran arbeiten, dass wir das beseitigt bekommen. Du kannst uns dort deinen Bildschirm teilen und natürlich all deine Fragen und Herausforderungen einmal mit uns teilen, damit wir das live geklärt bekommen. Und im letzten Reiter, den du hier findest, einmal geordnet, findest du das Affiliate-Programm. Wenn du sagst, ich möchte Fundesboard weiterempfehlen, dann haben wir ein sehr umfangreiches Affiliate-Programm, das wirklich auch sehr, sehr attraktiv ist. 40% Provision bieten wir dir hier, wenn du einen Neukunden letztendlich bringst. Und hier wirst du dann letztendlich einmal Schritt für Schritt durchgeführt. Nochmal zum Support zurück. Du hast einmal die Möglichkeit natürlich, die ganzen Videos anzuschauen und dir die Tutorials anzuschauen. Hast die Möglichkeit, in die Live-Sessions zu kommen. Aber du kannst natürlich auch hier auf der rechten Seite, siehst du einen Support-Button, kannst du Kontakt zu uns aufnehmen, indem du uns einfach mal schilderst, was deine Herausforderung ist. Hier gilt natürlich, je spezifischer und je genauer du es schaffst, uns das Problem zu erklären, desto schneller können wir dir auch helfen. Aber hier kannst du jederzeit, auch abseits von den Calls, dich bei uns melden und sagen, hey, das und das ist meine Frage, das ist meine Herausforderung. Und dann bekommst du per Mail auch eine Antwort von uns. Das hier einmal dazu. Der letzte Punkt ist der Einstellungspart. Hier wirst du immer wieder wahrscheinlich hingelangen, wenn du verschiedene Sachen verknüpfst, wenn du verschiedene Sachen hinterlegst, wie beispielsweise dein Unternehmensprofil, was wir im nächsten Video behandeln. Aber das sollte jetzt einfach mal ein Überblick sein, was du wo findest. Vielleicht nochmal zur Zusammenfassung. Kalender ist alles, was ein klassischer Kalender auch tut. Nur mit dem Unterschied, dass du hier deine Termine siehst, die gebucht wurden. Kontakte. Hier findest du alle Informationen über deine Kontakte, über deine Leads, die du gefunden hast. Marketing, das ist alles, mit dem du Leute bespielst, mit dem du Leute erreichst. Automatisierung, das ist alles, was für dich zwar sichtbar ist, aber keiner mitbekommt, weil es wie Magie im Hintergrund funktioniert, also das ganze Thema Automatisierung. Funnel, hier findest du alles, was du brauchst, was später in der Außensichtbarkeit ist. Also alles, was deine Kunden oder potenziellen Kunden sehen und wo sie draufklicken können in Bezug auf Seiten. Mitgliedschaften, dein Bereich für Kurse und Communities. Media Storage, alle deine Medien, die du hosten möchtest, sei es Medien, die später sichtbar sind oder vielleicht auch für deinen Lead-Magnet-Funnel. Wenn du sagst, ich möchte meine PDF hier hosten, geht das auch. Du kannst den Link hier einbetten. Deine ersten Schritte, deine Übersicht, wie du am besten mit Fundesboard startest, die Community, der Zugang zur Community mit Marketing-Experten, technischer Support und der Austausch mit Unternehmern und Gleichgesinnten. Dann gibt es hier den Support-Button, wo du die Wissensdatenbank findest, die Live-Q&A-Sessions, das Affiliate-Programm und zu guter Letzt die Einstellungen. Das war ein kurzer Überblick. Es kann sein, dass ich ein bisschen schnell war, aber es sollte dir einfach mal so einen Überblick geben, wo du was findest. Du wirst mit der Zeit merken, dass das viel, viel schneller geht, wenn du einmal in das System reingekommen bist, wenn du einmal damit gearbeitet hast. Aber das war jetzt der Überblick. Und jetzt schicke ich dich in das nächste Video, denn wir sind noch nicht ganz fertig, deinen Account so aufzusetzen, dass du wirklich in Zukunft ohne Issues arbeitest. Denn wir wollen, dass du die Fehler, die ganz oft passieren, dass du die vermeidest. Und deswegen, ich schaue jetzt in das nächste Video rein und dann sehen wir uns bei der nächsten Session.